Hi Leute, hier ist wieder euer Basti von Bastis Tonservice. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bastis Bassstunde. Ich habe gedacht, dieses Jahr könnten wir noch eine drehen. Ich habe nämlich heute was ganz Besonderes für uns. Und zwar seht ihr hier meine nagelneue Behringer Wing-Konsole. Die ist seit knapp einem Monat auf dem Markt und kommt mit relativ viel Onboard-Plugins daher. Unter anderem ist auf dem Ding drauf eine Emulation des weltbekannten Distressors von Empirical Labs. Der heißt hier auf dem Pult No Stressor und ich wollte heute einfach mal einen A-B-Vergleich machen. Wie klingt das Plugin auf dem Pult? Wie klingt das Plugin von Universal Audio? Um das Ganze vernünftig zu zeigen, habe ich mir hier eine Live-Aufnahme rausgesucht von einer bekannten Sängerin von mir. Das ist die Hanna. Die singt hier Paid My Dues. Und ihr werdet gleich hören, die Hanna hat relativ viel Druck in der Stimme, hat eine richtige Powerstimme. Und die gilt es tontechnisch natürlich zu bändigen und dafür ist der Distressor an der Stelle ideal. Ich habe mir hier 3 Spuren aufgelegt. Einmal die Rohspur, das heißt, hier haben wir das unverfälschte Signal ohne jegliches Plugin drauf. Dann habe ich hier die Spur, die durch den echten Distressor geht, also hier durch das Universal Audio Plugin. Und ich habe hier meine dritte Spur, die schicke ich durch den No Stressor intern auf dem Pult. Wir hören jetzt zuerst mal in die Rohspur. Dafür schalte ich hier mal auf Solo und dann hören wir mal, wie die Aufnahme klingt. I held my head high, knew I'd survive. I made it, don't hate it, that's just the way it goes. I don't made it through, stand on my own till I pay my dues. Also, ihr merkt schon, da ist Dampf dahinter. Als nächstes hören wir uns das Signal mit dem Distressor an. Ich habe den hier jetzt einfach mal eingestellt, indem ich sage Input 5, Attack 5 und Release 5. Das ist die Standardeinstellung. Das einzige, was ich gemacht habe, ist, ich musste den Output vom Distressor ein bisschen erhöhen, damit das Signal vom Pegel her auf der gleichen Höhe ist wie die anderen Signale, die ich hier am Pult anliegen habe. Ich schalte den Distressor auf Solo und wir hören jetzt mal wieder rein. I held my head high, knew I'd survive. I made it, don't hate it, that's just the way it goes. I don't made it through, stand on my own till I pay my dues. Jetzt habt ihr schon gesehen, der Distressor, der arbeitet vernünftig, der zieht teilweise bis minus 12 dB und hat seinen typischen, charakteristischen, leicht verzerrten Sound an der Stelle. Übrigens, vielleicht noch ganz kurz, ich habe beide Distressoren hier, also den No Stressor auf dem Pult und auch den UAD, mit einer Kompression, mit einem Ratio von 6:1 eingestellt. Jetzt hören wir uns den No Stressor auf der Wing an. Dazu schalte ich meinen No Stressor Kanal auf Solo. Ihr seht schon, gleich geht das Plugin auf und zeigt uns auch schon den Ratio an, wie ich gerade schon gesagt habe, 6:1. Hören wir es von gleicher Stelle an. I held my head high, knew I'd survive. I made it, don't hate it, that's just the way it goes. I don't made it through, stand on my own till I pay my dues. Was ich euch jetzt schon sagen kann dazu ist, dass die für mich ziemlich ähnlich klingen, die zwei. Das Ganze hört man nur im direkten A-B-Vergleich, wenn man einfach mal wild hin und her schaltet. Das kann ich jetzt mal kurz machen. Ich lasse mal laufen. I held my head high, knew I'd survive. I made it, don't hate it, that's just the way it goes. I don't made it through, stand on my own till I pay my dues. Also ich muss ehrlich sagen, das Behringer Ding klingt für mich sehr vernünftig an der Stelle. Das Verblüffende ist jetzt, dass die Gain Reduction die gleichen Ausschläge zeigt und dass sie von ihrem zeitlichen Verhalten eigentlich ziemlich synchron läuft. Schaut euch einfach mal die beiden LED-Ketten an. I held my head high, knew I'd survive. I made it, don't hate it, that's just the way it goes. I don't made it through, stand on my own till I pay my dues. Noch krasser wird's jetzt, wenn ich an den Attacks und an den Release-Zeiten rumspiele. Dann sieht man nämlich das noch viel deutlicher. Don't hate it, that's just the way it goes. I don't made it through, stand on my own till I pay my dues. Try to hold me down, you can't stop me now, I pay my
Und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem Release. Knew I survive. I made it, don't hate it, that's just the way it goes. I don't made it through, stand on my own till I pay my dues. Try to hold me down, you can't stop me now, I pay my dues. I held my head. Also ihr seht auch die Release-Zeiten her, von der LED-Kette her, der Rücklauf ist eigentlich ziemlich identisch bei beiden. Das ist schon sehr verblüffend. Da haben die Jungs bei Behringer schon eigentlich gute Arbeit geleistet, muss man sagen. Noch deutlicher werden die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der beiden jetzt, wenn ich beide Signale, beide Outputs mal in die DAW reinlade und wir schauen uns einfach mal den Frequenzverlauf an. Das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt die 3 Signale aus dem Pult mal ins Cubase geladen und wir schauen uns einfach mal den Kurvenverlauf an. Hier oben haben wir das Rohsignal, das ist natürlich sehr dynamisch. In der Mitte sehen wir das Distressor-Signal, das zeigt wesentlich weniger Dynamik. Und die Überraschung ist aber, hier unten haben wir das Signal vom No-Stressor und das zeigt an der Stelle ziemlich einen identischen Verlauf mit dem Distressor-Signal. Das heißt für mich, der arbeitet schon sehr nahe am Original. Was ich jetzt machen kann, ich kann hier unten beim No-Stressor-Signal die Phase um 180 Grad drehen. Und jetzt hören wir uns mal das Ergebnis an. Das ist nämlich genau die Differenz der beiden Kompressoren. I held my head high, knew I survive. I made it, don't hate it, that's just the way it goes. I don't made. Man hört im Differenzsignal ein ganz leichtes Weepen. Ich vermute, das kommt durch unterschiedliche Attack- und Release-Zeiten. Dennoch muss ich sagen, dieser No-Stressor ist wirklich ein klasse Plugin, das dem Original sehr, sehr nahe kommt. Und das müssen andere erstmal nachmachen. Hut ab, Behringer. Ich sage von meiner Seite aus ciao, macht's gut, ich wünsche euch was und schaltet wieder ein, wenn es heißt Bastis Bassstunde mit Basti. Präsentiert von Bastis Tonservice. Ich danke euch.